Yo, ich bin Lufe und wir sind hier bei Livria. Ich freue mich. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Ich hätte vorher überlegen müssen. Okay, let's go. Hi, my name is Marlena Day. Hi, ich bin Brenna Blitz. Ich bin Musikerin, Producerin, Artist. Manchmal bin ich etwas verwirrt. Heute habe ich einen klaren Tag. Ich habe gerade performt hier in der ATM Gallery bei Studio Livria. Spreche ich richtig aus? Sie? So, jetzt überlege ich aber vorher. Ich bin Louvre, wir sind hier bei Livria und ich freue mich. Ja, moin, ich bin Mystigri und ich bin Produzent und DJ für Hausmucke und andere elektronische Musik. Wir haben festgestellt, ich bin die kleinste Reporterin der Welt mit diesem kleinen, süßen Mikrofon. I'm a singer and a songwriter and I live in Berlin and love making music. Und dann legen wir mal los. Jetzt erfahrt ihr was über mich. Yo, ich bin Louvre, wir sind hier bei Livria und ich freue mich, dass ich jetzt ein paar Fragen beantworten darf. My role model, Steely Dan. Mein Vorbild, würde ich sagen, ist mein Vater. Also ich habe jetzt nicht künstlerisch, natürlich gibt es Inspirationen, aber ich würde schon sagen, dass mein Vater da irgendwie ein Vorbild für mich war und auch das mit der Musik anzufangen. Charli XCX. Ich bin absolut fanatisch. Charli XCX. She's a queen. Meine Mom. Acid. Auf jeden Fall Rap. Boah. Also ich finde insgesamt alles, es gibt so, ich habe noch nie Plug and Be gemacht, das mag ich sehr gern, habe ich einmal gemacht, aber das ist noch nicht draußen, deshalb zählt das. Und ansonsten, ich finde auch solche, insgesamt so lateinamerikanische Musik, also brasilianische, finde ich super, super schön. Ja. I would say moody ambient. My biggest achievement is probably being able to live here in Berlin on my own and do what I love. Meine Geburt. Lanxess Arena vor 16.000 Leuten Konzert spielen. Dass meine Mom zu meinem Gig gekommen ist um 4 Uhr morgens auf der Tanzfläche erschienen ist. Lügen, finde ich ganz schlimm. Aber jetzt so was Witziges, was ich gar nicht mag, ist, ich kann es nicht haben, wenn... Arroganz. I really don't like fake people. I love when someone's honest about their emotions and you live what you speak. Yeah. Brokkoli. Ach so, was ich gar nicht mag, kennt ihr das, wenn ihr Schuhe anhabt und die Socken rollen sich in den Schuhen und dann habt ihr so den halben Socken unter der Fußsohle? Da will ich wahnsinnig. Also das ist wirklich, das ist vorbei. Ich bleib stehen an der roten Ampel, ist mir scheißegal. Ich muss diesen Socken hochrollen, das geht nicht. Kennt ihr aber, ne? Ihr lacht auch, ihr wisst, wie es ist. Scheiße. Oh, die ist so gut. Die ist natürlich von mir, weil sie so gut ist. Nein, und zwar, tauch in dich ein, federleicht, bin am Grund und atme ein. Boah. More money, more problems. My biggest dream as a musician is probably to write for other people and to produce for others and be a part of a lot of different projects that feel inspiring. Eigentlich Musik machen und halbwegs finanziell abgesichert sein. Das ist das Einzige. Deckmantelfestival spielen. Auf dem Mate zu spielen und dass die komplette Stage voll ist. Also ich will einfach auf dem allergrößten Festival spielen, was es gibt und Leute haben, die einfach jeden Text auswendig kennen. Aber eine richtig fette Fancrowd. Ja, größter Traum. Boah, ich muss das kurz nachschauen, glaube ich. Von Kev Coco, Bad. Ich habe gerade Apple Music, deshalb nehme ich Apple Music. Ist tatsächlich ein alter Reezy-Song. Den habe ich wieder rausgelöscht und neu reingemacht. Das ist Hitachi Flow. Ich weiß leider nur, wie das Cover aussieht, nicht wie es heißt. Aber es ist ein geiles Cover. Rotes Bild mit einer Sonne drauf, in der Mitte. Geiler Banger. My favorite item? Probably anything that's red. My apartment is filled with red things, so I love, it brings me joy. Mein Interface, das ist Apollo. Gießkanne. Mein Bett. Mein Lieblingssong Golden Cage von Whitest Boy Alive.
Aktuell glaube ich sogar Breakens mit Introvert. Disorder, Joy Division. My favorite song is probably Home at Last by Steely Dan. Überfordernd. Overwhelming. Individueller Einheitsbrei, was ist ein Begriff, oder? Hundescheiße. Scheiße. Der Lenz. Ja. Kommt von meinen Freunden da hinten eigentlich, aber ich habe das mal bei Prince of Bel-Air gesehen. Da hat er, auf Deutsch sagt er da, ich gehe jetzt und lenze den Faul. Und dann haben wir irgendwann, also das kam von Freunden von mir, die haben dann angefangen zu sagen, wir gehen jetzt in den Lenz. Das heißt halt, wenn wir chillen. I can't live without Essen, Mucke und Freunde. Und eine prunkvolle Altbauwohnung mit Dielen und unfassbar unnötigem Stuck. Das ist schon mal ganz toll. Wieder mein Interface, mein Mikrofon und meine Freundin. my laptop, my piano, and my friends and family. Dann brauche ich morgens meine Smoothie Bowl, ganz wichtig für mich, um mich gut zu fühlen. Sport. Noch City. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann Land. City. I'm a city girl. Irgendwann Land. Ja, Kiffen ist nicht mehr illegal. Kreativer werden. Über irgendeinen Zaun klettern. Über 25 Grad dabei haben. Über 25 Grad. Über 3 Pflanzen. In my fridge, there's always Aufstrich, Brotaufstrich. Hafermilch. So langweilig. Vegetarische Frikadellen. Was ist immer in meinem Kühlschrank? Wahrscheinlich Milch für einen Kaffee. And avocado and oat milk. Eigentlich mache ich Musik tatsächlich zum Runterkommen, glaube ich. Meditieren. Durch Sport. Probably in the bathtub listening to Radiolab podcasts. 11. 12. Boy. Probably, there's no stress. 3. Ich würde sagen, das ist schon so eine 6, 7, aber jetzt die letzten Wochen war halt viel Abgaben. Ich habe Singles abgegeben fürs Album und so, da war jetzt mal ein bisschen Dampf drin. Das ist nicht immer so, aber ich würde sagen, so eine 7 war es jetzt schon. Kommt drauf an, ich würde sagen, ich arbeite noch nebenbei, oder beziehungsweise ich arbeite hauptberuflich, mache Mucke nebenbei, sagen wir es so, deswegen kann ich auch zu Sachen Nein sagen. Also ich gebe dem eine solide 8. Mein Vater. Heim. Die 3 Schwestern aus Kalifornien. Breakins wahrscheinlich auch wieder, nehme ich an. Er hat auf jeden Fall sehr viel Barry White und solche Platten gehört und ich glaube, das hat mich krass geprägt. Deswegen bin ich jetzt ein Houseboy. So den Selbstwert zu regulieren. Also nicht, es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Berlin-Trip macht und dann gibt es sehr viele Leute, die einem positive Dinge sagen und die einen pushen und das freut einen natürlich, aber oft kommt man dann so nach Hause und dann fehlt so diese Bestätigung auf einmal. Nicht durchzudrehen. Ich bin so nah dem Wahnsinn die ganze Zeit. Also irgendwie ist es immer so wie so Deadline. Wisst ihr, was Deadline heißt? Die Linie, die man überschreitet, bevor du tot bist. So fühlt sich das manchmal an. Man muss Sachen tun für die mentale Gesundheit. Und das ist manchmal, fällt mir sehr schwer, das so gescheit zu regulieren, dass ich halt mich dann nicht kacke fühle, wenn mal von außen nichts kommt. Genau, das war so die größte Challenge bis jetzt, würde ich sagen, für mich. Staying authentic, how you present yourself in front of people and also in the music that you make, sound-wise. Selbstkritik und Selbsthass. Oder, warte, Imposter-Syndrom. Mein Lieblingsort? Lissabon. Mein Balkon. Wahrscheinlich sogar in meiner Heimatstadt Bühl in den Reben.
Kann keiner sagen, das weiß nicht, ich selber nicht. Keine Ahnung. Im Berghain? Arbeitslos. Hopefully working with musicians that inspire me and hopefully traveling. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann mache ich natürlich Musik und lebe davon. Das ist der Traum. Knallig, laut, schnell. Groovy, Booty, House. Poppig, experimentell und ja, ich würde sagen, so ein bisschen verspielt. Melancholic and slow and melodic. Nice mix. Alright, that's it. All right. Thank you for having me. Dankeschön. Soll ich noch so was Abschließendes sagen? Willst du nicht auch mal kurz reinkommen?